Ein deutsch-koreanischer Biergarten in Los Angeles? Ja, irgendwie schon, ohne Garten, aber mit German Fried Rice und du kannst dir natürlich auch eine Maß reinballern und es gibt eine große Auswahl an deutschen Bieren. Hallo Leute, mein Name ist Steffen, ich wohne schon seit über 10 Jahren in Los Angeles in Kalifornien und in meinen Videos geht es rund um das Thema Leben in den USA. Heute gucken wir uns an, wo man in Koreatown richtig gut essen kann. Los geht's nach meinem Intro. Deutschland. I've been looking for America. Check it out. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen hier in Koreatown, nämlich dem Korean Barbecue, KBBQ, koreanisches Barbecue. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele dieser Restaurants wir hier in unserem kleinen Koreatown haben. Hier, guck mal, es ist ein ganz kleiner Stadtteil, aber ich konnte keine offizielle Zahl finden. Ich wäre jetzt aber nicht überrascht, wenn das 50 oder sogar mehr Restaurants nur Korean Barbecues hier wären. Es ist wirklich abgefahren. Was ist Korean Barbecue? Also du hast praktisch einen Grill am Tisch, der ist normalerweise mit Gas betrieben. Teilweise bringen die dann auch heiße Steine rein oder Kohle, je nachdem, wo du hingehst. Und dann wird bei dir am Tisch gegrillt. Entweder übernimmt das die Bedienung oder du kannst es selber machen. Das Coole daran ist, du kannst alles genauso zubereiten, wie du es am liebsten magst. Also knusprig, weniger knusprig, durch, weniger durch. Ich finde das total super. Wir starten jetzt auf der 8. Straße mit einem sehr klassischen Restaurant, das heißt Sud Bull Jeep. Und ich finde das total klasse, weil erstens ist die Atmosphäre da drin so richtig rustikal und es ist à la carte, also nicht all you can eat. Die Fleischqualität ist aber sehr gut da drin. Du kannst da auch ganz klassisch Schweinefleisch, Rinderfleisch, Hühnchen und dann auch sogar Oktopus und andere Sachen bestellen. Und je nachdem, was du grillst, wird auch dein Grill ausgetauscht mit anderen Oberflächen oder dann sogar Kohle reingebracht. Finde ich total klasse. Sud Bull Jeep auf der 8. Straße hier in Koreatown, Los Angeles. Dann gehen wir jetzt weiter auf die 6. Straße und dort ist ein Place, der heißt Agassi Gopchan. Die Qualität dort ist auch sehr, sehr gut. Es ist auch ein à la carte Place, also nicht all you can eat, sondern à la carte. Und das wirklich Coole daran ist, sie haben ein Teleskoprauchabzugsteil da. Also da hast du hier deinen Grill und oben drüber dieses Teleskop und dann kannst du es hoch oder runter, je nachdem was gerade abgeht. Wenn frisch Fleisch drauf geht, dann wird es runtergetan und das Ganze wird dann abgesogen. Deswegen, wenn du bei Agassi warst, riechst du danach einfach nicht so krass nach Korean Barbecue wie bei vielen anderen, okay? Das finde ich ganz angenehm. Dann, wenn ihr All You Can Eat haben wollt, ist die Straße rauf, auch auf der 6. Straße, auch in Koreatown, Brothers Barbecue. Hier gibt es All You Can Eat für einen okayen Preis. Die Qualität ist auch okay, kann man definitiv empfehlen, vor allem wenn man mal richtig reinhauen will. Dann gibt es auf dem Wilshire Boulevard noch die Bulgogi Hut, das ist auch ein All You Can Eat Place. Der ist ein bisschen günstiger, soweit ich weiß, aber auch sehr, sehr, sehr begehrt. Dann gibt es Wilshire Boulevard weiter runter noch Quarters Barbecue und das ist ein bisschen hipper, also da geht es ein bisschen mehr ab, da ist die Musik auch extrem laut und so weiter, aber das ist auch ganz cool und sehr beliebt. Was denkt ihr denn über koreanisches Barbecue? Wart ihr schon mal bei einem in Deutschland oder hier in den USA oder vielleicht sogar in Korea? Würde mich interessieren, was ihr dazu denkt, weil ich finde die Dinge einfach total super. Ich möchte noch ein Restaurant vorheben, das heißt Biergarten LA. Das ist hier auf der Western Avenue und das ist ein deutsch-koreanisches Restaurant. Da kannst du dann zum Beispiel German Fried Rice bestellen, also so deutsch inspirierter Reis und dann kannst du hier auch eine ganze Maß reinhauen. Und die haben eine riesige Auswahl von deutschem Bier und auch koreanischem Bier. Leider ist es kein Garten, obwohl es Biergarten heißt. Es ist drinnen. Die Atmosphäre soll so ähnlich sein wie in einem Biergarten, ist aber trotzdem drinnen. Wenn man auf so Fusion-Zeug steht, kann ich das nur empfehlen. Total interessant, total lecker. Wie ihr vielleicht ja auch schon gehört habt, haben wir hier in LA somit das beste mexikanische Essen außerhalb von Mexiko. Deswegen, wenn ihr hierher kommt, auch in Koreatown, gibt es fantastische Tacos fast an jeder Ecke. Ob du zu einem Truck gehst oder einem Restaurant oder jemanden, der das einfach auf der Straße aufgebaut hat, auf dem Gehweg meine ich jetzt. Das würde ich alles auf jeden Fall mal ausprobieren, weil
Jeder hat sein eigenes Rezept. Die Tacos schmecken immer so ein bisschen anders, aber die sind fast immer gut. Und es gibt so viele unterschiedliche dort. Wirklich, wirklich, wirklich lecker. Wenn es Tacos gibt, gibt es ganz oft auch Burritos oder Tortas. Tortas sind so belegte Semmeln, Mexican Style, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr hierher kommt, gibt es in verschiedenen Varianten hier. 2 Restaurants, die ich hervorheben möchte, ist einmal El Jalapeno auf der Vermont Avenue. Da gehe ich seit 2014 Tacos essen. Und dann gibt es einmal auf der 6th Street Que Pasa. Das ist relativ neu. Da gibt es auch die bekannten Birria Tacos. Und die haben auch Crunch Wraps. Die nennen es Crunchy Wrap. Kann ich auch wirklich empfehlen. Total lecker. Wenn wir jetzt auf die 8. Straße gehen, dann gibt es da ein mexikanisches Restaurant, das heißt Sabores Oaxaqueños. Also da gibt es Essen aus Oaxaca und dort habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben hier in Koreatown Mole probiert. Mole ist so eine braune Soße normalerweise, die aus der Kakaobohne ursprünglich gemacht wird und wird dann mit abgefahrenen Gewürzen ausgestattet, dass es so richtig abgeht. Es gibt es dann in unterschiedlichen Variationen, in unterschiedlichen Farben. Das kann auch extrem scharf sein, aber Mole ist wirklich, wirklich lecker und etwas, das ich vorher noch nie hatte. Also wenn ihr hierher kommt, probiert definitiv Mole aus. Es gibt hier sogar noch ein zweites oaxacanisches Restaurant in Koreatown, das heißt Geagesa. Und dort kann man so Mole-Flights bestellen, also so verschiedene Mole probieren und das Essen dort ist auch riesengroß und schmeckt total lecker. Ich habe da sogar meine Eltern mit hingenommen und die fanden das auch total super. Beide dieser Restaurants, Geagesa und Sabores Oaxaqueños, haben auch extrem gute Cocktails. Wenn ihr Tequila mögt, wenn ihr Mezcal mögt, dann schaut euch das auf jeden Fall an, weil die haben einfach nur richtig, richtig geile Cocktails. Kann ich wirklich nur empfehlen. Dann möchte ich auch noch ganz kurz El Cholo erwähnen, weil das ist schon über 100 Jahre alt. Die Atmosphäre da drin ist total super und es macht Spaß. Das Essen und die Cocktails, naja, die Qualität weiß ich auch nicht. Kann man sich vielleicht mal in den Margarita reinknallen und ein paar Nachos, aber ich würde da jetzt nicht zu viel bestellen. Aber El Cholo ist auch eine coole Erfahrung, definitiv. Hattet ihr schon mal Tacos in Mexiko oder hier in Los Angeles? Wie ist eure Meinung dazu? Also ich liebe ja Tacos. Ich meine, wer mag keine Tacos? Zeig mir bitte eine Person, die keine Tacos mag. Bist du die Person, die keine Tacos mag? Das wäre ja furchtbar. Als nächstes möchte ich ein paar japanische Restaurants hier in Koreatown, Los Angeles angucken. Und wir beginnen mit Ikki Ramen. Da bekommt man natürlich, ist ja logisch, Ramen-Nudeln, aber auch Sushi. Und ich mag diesen Laden sehr, weil meiner Meinung nach die Qualität der Speisen da sehr, sehr gut ist. Da kannst du auch ganz unterschiedliche Ramen probieren. Die Brühe ist immer fantastisch, schmeckt alles sehr frisch. Die Nudeln sind auch extrem gut. Und das Sushi ist sehr simpel, aber die Qualität stimmt meiner Meinung nach und ich mag das sehr gerne. Es gibt da auch Omakase, also so ein Gängemenü, das von dem Chef, also dem Koch zusammengestellt ist. Das ist vielleicht nicht ganz günstig, aber wenn du so ein richtiger Foodie bist, kann man sich das schon mal reinfahren, okay? Kazunori ist als nächstes dran. Das ist so ein Handroll-Place. Da kriegt man dieses Sushi auf die Hand. Es ist so gerollt. Da gibt es 6 verschiedene Rollen. Das ist alles relativ einfach gehalten. Du sitzt da an der Bar, bestellst und dann wird es vor dir zusammengerollt. Es geht alles relativ schnell. Da gibt es auch Bier und Wein, soweit ich weiß. Und das Coole ist auch, du bist angehalten, nicht zu tippen, also kein Trinkgeld zu geben, weil die ihre Angestellten so gut bezahlen, dass die nicht vom Tipp abhängig sein sollen. Das finde ich sehr löblich. Deswegen ist alles auch ein bisschen teurer, aber meiner Meinung nach, ich finde es besser, wenn alles einfach ein kleines wenig teurer ist, aber dafür werden die Leute ordentlich bezahlt und wir müssen dann kein Trinkgeld geben, oder? Das ist doch ein besseres System. Also, Kazunori, wirklich super leckere Handrolls. Es geht weiter. Es gibt hier natürlich auch All-You-Can-Eat-Sushi-Läden. Da wäre ich natürlich immer so ein bisschen vorsichtig, aber hier so ein Premium All-You-Can-Eat-Sushi-Spot heißt Here Fishy Fishy. Das ist hier direkt gegenüber von der Wiltern auf Wilshire und Western. Und da kann man wirklich All-You-Can-Eat-Sushi zu sich nehmen. Ich glaube, das kostet so um die $50 pro Person und dann kann man da ordentlich reinhauen. Ich denke, dafür, wie viel es kostet, ist es schon eigentlich sehr, sehr okay. Also da kann man sich eigentlich nicht wirklich beschweren, meiner Meinung nach.
All-You-Can-Eat-Sushi ist halt natürlich nochmal so eine andere Frage. Muss man das machen? Sollte man das machen? Aber das ist natürlich eure eigene Entscheidung. Hattet ihr denn schon mal All-You-Can-Eat-Sushi? Und wo und wie war das? Mögt ihr überhaupt Sushi? Wenn ihr kein Sushi mögt, aber trotzdem japanisch essen wollt oder ein Schnitzel wollt, dann könnt ihr zu Katsubar gehen. Hier auch auf der 6. Straße. Katsubar ist wirklich, wirklich lecker. Und weil es mich so sehr an Schnitzel und so erinnert, habe ich das hier mal mit aufgelistet, weil das vielleicht für Deutsche auch interessant sein könnte. Die haben auch frittierte Schwammerl, wie wir in Bayern sagen, also Pilze. Das hat mich irgendwie total an meine Kindheit erinnert, deswegen finde ich diesen Laden total geil. Es ist mehr so Fastfood-mäßig, also es ist kein, was weiß ich, super fancy Restaurant. Aber ich finde es trotzdem cool. Natürlich, wenn ihr in den USA seid, wollt ihr höchstwahrscheinlich auch mal die amerikanische Küche probieren. Deswegen gucken wir uns jetzt so richtige American Joints hier in Koreatown an. Wir beginnen mit einem ganz klassischen, nämlich Taylor's Steakhouse. Das ist auf der 8. Straße und soweit ich weiß, gibt es das schon seit 1953. Und das ganze Erlebnis, wenn man da durch die Tür durchgeht, dann ist man da in einer anderen Welt. Es ist so mit rotem Leder, in so runden Booths, wo man so zusammensitzen kann. Die Beleuchtung ist gedimmt, es ist relativ dunkel und dann stell dir vor, du haust dir da deinen Dirty Martini rein. Also so eine Atmosphäre und dann natürlich, wie der Name Steakhouse schon sagt, gibt es da Steaks. Wie immer in den USA kostet das Ganze auch Geld. Es ist nicht umsonst, aber das ist wirklich ein super Erlebnis, wenn ihr diese Oldschool-Atmosphäre und Steaks gerne mögt. Dann eine günstigere Steak-Alternative ist die HMS Bounty. Die ist direkt am Wilshire Boulevard. Die gibt es auch schon ewig, ist auch sehr bekannt. Da gibt es ein günstigeres Steak, da gibt es auch Fish and Chips und so weiter. Aber da kann man schon mal reingehen, ist etwas günstiger. Und wenn ihr auf Deals steht, dann bestellt euch das Wiseman Special. Das ist ein Bier und ein Shot. Schönen Gruß aus Deutschland. Auf jeden Fall sehr klassisch, HMS Bounty. Das Interessante ist auch, dass das so nautisch ausgestattet ist. Also die Deko ist alles, es ist sehr kitschig, aber ganz cool, so schiffsmäßig. Piraten oder Seile, Schiffe, keine Ahnung, alles mögliche am Start. Sehr cool, sehr amerikanisch. Dann ein Burger bei Castles auf der 6. Straße, unten drin im Normandy Hotel, kann ich auch empfehlen. Also das ist ein qualitativ hochwertigerer Burger. Muss man natürlich auch bezahlen. Das ist jetzt kein so günstiger Burger. Aber der schmeckt wirklich, wirklich sehr gut und die bereiten dir den auch zu, wie du willst. Also die bereiten dir den auch durch zu, wenn du das wirklich willst. Kann ich nur empfehlen. Die haben auch sehr gutes Frühstück, da kann man auch zum Frühstück hingehen. Ein weiterer sehr guter Burger, der ist auf der Western Avenue bei Love Hour. Da müsst ihr aufpassen, weil die haben immer komische Öffnungszeiten. Die sind, glaube ich, nur Donnerstag bis Samstag oder Sonntag geöffnet. Und die sind hinten dran in so einem Parkplatz drin und da ist so ein kleines Fenster. Also Love Hour, sehr, sehr, sehr geile Burger. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ist direkt gegenüber von Carl's Jr., könnt ihr schön rüberfinken, aber dann zu Love Hour gehen, okay? Also das ist auch ein sehr geiler amerikanischer Laden. Zu guter Letzt gucken wir uns noch Snacks und Desserts hier in Koreatown, Los Angeles an und wir beginnen mit diesen koreanischen Corn Dogs von Two Hands Corn Dogs. Das ist auch auf der Western Avenue hier. Es ist in einem Food Court oben drin. Das ist ein bisschen kompliziert da reinzukommen. Da geht ihr in den California Market rein und nehmt dann die Rolltreppe ganz nach oben und kommt bei dem Food Court auf der Dachterrasse raus. Two Hands Corn Dogs, also koreanische Corn Dogs, entweder ganz klassisch mit einem Hotdog drin oder mit Käse oder halb-halb und dann teilweise mit Zucker außenrum oder mit so einer Kartoffel, mit so einem Kartoffelteil. Kann ich wirklich nur empfehlen, vor allem wenn ihr ein Foto mit einem Cheese Pull machen wollt, dann geht da auf jeden Fall hin. Als nächstes ein koreanisches Dessert, das heißt Somi Somi. Ihr habt es bestimmt schon mal gesehen, es ist so eine fischförmige Waffel und die wird dann mit Ice Cream serviert. Ist auch ganz oft Nutella drin oder so Custard oder sowas. Somi Somi kann ich auch wirklich empfehlen, super lecker. Dann gehen wir auf die 8. Straße, das ist praktisch direkt neben Taylor's Steakhouse. Also wenn ihr bei Taylor's Steakhouse wart, dann geht danach zu Viva Café. Das ist ein mexikanisches Eiscremeladen
Und das ist wirklich cool, weil da gibt es so Geschmacksrichtungen, die sind für den deutschen Gaumen doch eher ungewöhnlich und ich kann das wirklich nur empfehlen. Also Viva Café auf der 8. Straße, mexikanisches Eis. Wirklich, wirklich lecker. Guter Letzt noch, für alle Leute, die organisches, also biologisches Essen mögen, habe ich auch noch ein Organic Ice Cream, nämlich Bubsam, hier auf der Western Avenue. Auch kann ich wirklich empfehlen, super lecker. Organic Ice Cream, also biologisches Eis. Abschließend möchte ich noch sagen, es gibt so viele Restaurants hier, die ich nicht erwähnt habe, weil ich nicht genügend Zeit habe. Natürlich, vielleicht mache ich mal einen zweiten Teil, aber wir haben hier auch vietnamesische, thailändische, chinesische, brasilianische, portugiesische, wir haben hier mongolisch, alles Mögliche ist hier am Start in Koreatown, in diesem kleinen Koreatown. Deswegen, wenn ihr nach Los Angeles kommt, stoppt doch in Koreatown zum Essen. Das Wichtige ist, wir brauchen euch, aber nicht euer Auto. Deswegen benutzt entweder die öffentlichen hier sind super, oder benutzt Uber oder Lyft. Oder wir haben hier auch Waymo. Ganz Koreatown ist Waymo-Gebiet, also ein fahrerloses Taxi ist auch ein Erlebnis, okay? Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Und hier ist noch ein weiteres Video zu 10 Dingen, die ich aus Deutschland vermisse hier in Los Angeles. Vielen Dank noch einmal und ich sehe euch bei der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.